Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge vom German Testing Day mit im Gepäck. Bei mir zu Gast Andreas Berger von Rational. Sein Abstract hat mich sehr spannend gemacht, denn Rational ist Küchengerätehersteller und er spricht über Systemtestumgebungen und das habe ich zuerst gar nicht zusammengebracht. Was es damit auf sich hat und wie wichtig ein guter Test für den Küchenprofi ist, hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hallo Richie, schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr fein. Wir sind hier am German Testing Day 2024 in Frankfurt. So hier Halbzeit vom Haupttag fast schon erreicht. Das geht dann bald in die Mittagspause rein. Hast du deinen Vortrag schon gehabt? Nein, den habe ich am Nachmittag. Ah ja, da hast du noch ein Ding. Das ist schön. Da kannst du jetzt schon mal deine Gedanken hier sortieren, damit du dann noch besser performen kannst mit deinem Vortrag. Ja, ganz spannend. Ich habe den Abstract vorneweg gelesen und wir haben uns auch kurz unterhalten. Ihr macht ja Küchengeräte. Genau, wir machen Kombidämpfer und Kipppfannensysteme für Großküchen. Ja, das ist jetzt nicht was, wo man sofort an Systemtest oder an Testing generell denkt. Na, definitiv nicht. Aber steckt natürlich Software drin, ne? Ja, jede Menge. Also wir haben ungefähr 700.000 Zeilen Code drinnen in den Geräten und mehrere Elektronikkomponenten, die alle über Bussysteme miteinander verbunden sind, mit verschiedenen Firmwares und so, ja. Es ist jede Menge Zeug drinnen. Ja. Und das macht ihr alles selber? Also ihr entwickelt die Software und die... Die Hauptsoftware wird selber entwickelt, die Elektronikkomponenten kommen von externen Firmen, müssen aber damit zusammenspielen. Ja, und du hast ja hier auch, sprichst du über die Systemtestinfrastruktur und so, also wie macht ihr denn das? Wie ist denn so euer, lass uns da mal so ein bisschen einen Erfahrungsbericht draus bauen. Unser Ziel ist, alles auf Nacht automatisiert zu testen. Also nicht alles an Funktionen, aber alle Branches, die notwendig sind. Und muss vollautomatisch laufen, vom Start bis zum ersten Bericht, sage ich mal, der dann ausgewertet wird. Und alles auch über Netzwerk erreichbar sein. Und wir haben eine massive Infrastruktur dahinter, sprich mit eigenen Racks, wir haben Elektronikaufbauten, Relaismodule, können Stromversorgungen ab- und zuschalten, Gas, Wasser an- und ausschalten und bis auf die serielle Konsole runter auf den Geräten haben wir alles drinnen. Genau, also das ist ein technologisch herausforderndes Thema, für das Team auch, weil wir ja das Gerät verstehen müssen von der Funktionalität, von der Hardware, wie die Hardware zusammenspielt, von der Software und dann aber auch noch unsere eigene Infrastruktur. Das heißt, wir haben die ganze Hardware dahinter, wir haben unser eigenes Python-Framework dahinter und wir haben auch noch unser Testdesign, das wir ja auch noch machen. Es ist wirklich ein Moloch und wir sind da im Moment in der Embedded-Entwicklung ungefähr bei so 70 Softwareentwicklern auf 2 Standorten. Und haben dagegen 10 Testautomatisierungsleute stehen. Wow, okay, genau. Gut, nochmal zur Einordnung auch, weil vielleicht da geht es ja jetzt nicht um Geräte, die ich mir zu Hause in meine Küche baue, oder? Also es ist ja eher natürlich der größere. Kannst du so ein typisches Szenario mal bringen, wo eure Geräte im Einsatz sind und wie das aussieht? Zum Beispiel hier in so Restaurants, in so Hotels, Restaurants, alles, was so Großküche ist, also wo es um Verpflegung geht von 30 Essen bis Oktoberfestgröße, wo auch unsere Geräte stehen. Und die größten Geräte von uns können über 90 Gockel auf einen Schlag durchjagen. Also das ist schon, die sind dann so übermannshoch. Okay, also da ist da schon ein bisschen was Energie dahinter, ne? Weil du jetzt auch gesagt hast, da Strom zu- und abschalten, ne? Das ist jetzt im Heimumfeld vielleicht jetzt nicht so relevant. Also ne? Aber beim größten Gerät 70 Kilowatt Heizleistung. Okay. Da ist also nichts, was man daheim angeschlossen kriegt. Das ist klar. Genau. Und dann spielt natürlich auch Sicherheit eine Rolle. Sprich, dass ich nicht die Tür öffne und dann der Lüftermotor weiterdreht und so Sachen auch, genau. Wie habt ihr euch denn diesem Testthema so genähert? Oder wie sieht das aus? Du hast jetzt gerade gesagt, es muss alles automatisiert laufen bei euch auch. Wie seid ihr denn da so rangegangen und was habt ihr da so aufgebaut? Wie wir rangegangen sind, ist, das kommt in meinem Vortrag auch nochmal. Im Grunde haben wir früher, wenn eine Software rausgekommen ist, hauptsächlich manuell getestet. Das heißt, die Software ist auf dem Testsoftware gebaut worden, sind dann Herrscher, Werkstudenten, Entwickler aus verschiedenen Fachbereichen ins Labor und haben dort getestet über Wochen.
Und im letzten größeren Projekt ist dann mein Chef zu mir gekommen und hat gemeint, baue eine Testautomatisierung auf. Und ich hatte zum Glück auch schon ein paar Schulungen in dem Bereich, was Testen an sich betrifft, so Testmanagement, Testanalyst, so Sachen. Und mich auch viel damit beschäftigt. Und dann habe ich im Grunde allein angefangen damit. Und wir haben dann die ersten 3 Jahre mit 2,5 Leuten gearbeitet. Und der Schwerpunkt, wir haben halt unseren Fokus von Anfang an gesetzt. Wir haben gesagt, wir machen Automatisierung, wir machen Systemtest. Wir kümmern uns nicht um Unit-Tests oder um Modultests, das ist wieder auf der Entwicklungsseite. Abnahmetests sind beim Anforderer. Also wir sind wirklich schwerpunktmäßig in diese Regressionstests oder auch ganz Low-Level-Tests wie Bussysteme reingegangen. Genau. Und dann überlegt, wie machen wir die Infrastruktur dazu, was brauchen wir fürs Testdesign, was brauchen wir als Framework dahinter, welche Programmiersprache nehmen wir. Solche Entscheidungen sind alle, haben wir da alle gemacht. Ja, es ist ja auch ein ganz schönes Brett zu bohren, ne? Also wenn du sagst, es sind jetzt auch 10 Automatisierer, die das genau. quasi bedienen. Und kannst du uns so mal eine Idee geben, was sind so typische Tests, die ihr dann so damit umsetzt, die ihr da macht? Typische Tests, ich weiß nicht, ob es die typischen Tests gibt. Was wir zum Beispiel machen, wir steuern eine Betriebsart an, zum Beispiel Kochen mit Heißluft. Und prüfen dann, ob unten auf der Reglerebene in der Software die richtigen Regler angesteuert werden. Ob der Motor dreht, ob die Heizungen anspringen, ob er die Zieltemperaturen erreicht, die wir einstellen. Solche Tests sind zum Beispiel die ganz rudimentären, die wir machen. Okay, Dann gibt es natürlich jetzt noch Systemintegrationstests, wo wir auch unsere Vernetzungslösungen mit reinziehen und mittesten. Was heißt denn da Vernetzung? Also das für mich als Nicht-Küchenprofi im Großumfeld, wie spielen diese Geräte zusammen oder wie? Vernetzung ist ein bisschen anders. Das ist nicht, dass die Geräte selber zusammenspielen. Zumindest nicht so als Hauptfokus, sondern dass wir auch Remote-Updates einspielen können. Okay. Beziehungsweise der Kunde. Jetzt denken wir an eine große Kette, die so im Markt sind, wenn du jetzt nimmst, irgendwie KFC oder sonst irgendwas. Sondern die haben dann teilweise die Anforderung, dass sie sagen, sie wollen ihre Garprogramme auf die Geräte ausrollen. Es ändert sich was und die wollen die rausrollen. Sie wollen Software-Update in ihre ganzen Filialen ausrollen. Und die Vernetzungslösung stellen wir zur Verfügung. Okay, verstehe. Genau. Und auch der Kunde, also so die kleine Gaststätte könnte auch eine Vernetzungslösung machen. Wie wäre das gleiche System im Prinzip, bloß mit einem eigenen Account genau. Ja, verstehe. Und also gut, Aufgabe war, alles automatisieren, gebt mal Gas. Genau, so kann man sagen, Ja, genau. Und also ihr habt euch dann quasi auf die Suche gemacht nach Programmiersprache. Was habt ihr da so ausgewählt? Was waren für euch dann so die, ich gesagt habe, das sind Tools oder Methoden, die für euch da passen? Also Programmiersprache war relativ einfach. Da bin ich auf Python gegangen, weil ich schwerpunktmäßig, wollte nichts, was ich kompilieren muss. Und ich wollte eine Programmiersprache, die kompakt ist und sehr viel Bibliotheken mitbringt. Wo ich also wenig machen muss. Also ich komme aus der C++-Welt ursprünglich. Wenn ich da versuche, eine Netzwerkverbindung zu machen oder serielle Verbindung, programmiere ich mir erstmal einen Wolf. Wenn ich das gleiche in Python mache, sind es 2 Zeilen Code. Also genau. Verstehe. Und die Kompilierzeiten wollten wir weghaben. Wir wollen ja nicht erst kompilieren. Und wir haben jetzt auch so eine Package-Infrastruktur, bei der wir mehrere Packages selber maintainen und automatisch in unsere eigenen Registers hochladen und so weiter. Das war die richtige Entscheidung, finde ich. Ja. Und von der Infrastruktur, was habt ihr da aufgebaut? Wie habt ihr das gestaltet? Meinst du jetzt Softwareinfrastruktur oder? Ja, sowohl als auch, ja. Okay. Die Hardwareinfrastruktur ist ein Haufen Geld und Material, ganz klar. Also wir haben Remote-Stromversorgungen, Relais-Module, Logic Analyzer etc. Das ist alles über Netzwerk verbunden. USB über Netzwerk, auch eine Herausforderung. Was die Softwareinfrastruktur betrifft, verwenden wir GitLab als unser Basissystem, sage ich mal, für die ganzen Pipelines, auch für die eigene Qualitätsabsicherung von unserem Framework. Wir haben von Imbus die Testbench als Testdesign-Tool. Das hilft uns vor allem auch beim Variantenmanagement. Wir haben dann einen abstrakten Testfall und können dann pro Variante, wir haben ja allein 14 verschiedene Gerätetypen, können wir sagen, okay, der Testschritt ist jetzt für den Gerätetyp und der nächste ist für den anderen Gerätetyp. So. Ja. Wir haben aber nur einen Testfall und die Testschritte werden variabel konfiguriert. Dann eben die Python-Package-Infrastruktur. Das sind so die 3 Software
Hauptteile, genau. Verstehe, ja. Und wie oft quasi laufen die Tests bei euch? Also wie sieht so die Pipeline aus? Unsere Tests laufen jede Nacht für 2 Branches. Das heißt, wir können die Geräte ja nicht doppelt belegen. Das heißt, wir haben auch eine Queue dahinter stehen. Und wir testen 2 Branches. Das heißt, jeder Branch ungefähr 4-5 Stunden pro Nacht. In der Früh wollen wir die Ergebnisse um 6 Uhr da haben. Und am Wochenende machen wir einen Kompletttest eigentlich. Da sind wir irgendwo in der Ecke 30 Stunden, die wir abfahren. Und tagsüber sind die Geräte aber auch im Einsatz und belegt. Da machen wir entweder On-Demand-Testläufe, wenn jemand sagt, du, ich habe da was refactored, lass uns mal ausprobieren und lassen wir das mal auf dem Gerät laufen. Ansonsten testen wir da unser Testdesign. Sprich, wenn wir neue Tests integrieren, probieren wir selber aus. Wir debuggen auch, wir geben auch Debug-Support. Wenn es komplexe Fehler sind, die der Kollege nicht von der Entwicklung nicht an seinem Platz nachstellen kann, machen wir das in der Testautomatisierung. Und auch unsere eigenen Packages überprüfen, wenn wir in unserem eigenen Package-Framework Refactorings machen, neue Funktionen einführen und so. Ja. Das läuft dann auch alles tagsüber und Hardware-Umbauten natürlich und Hardware-Pflege. Ja. Wie viele Testfälle habt ihr denn da so automatisiert? Also, irgendwo in der Ecke 2000 irgendwas Testfälle laufen pro Nacht. Okay, ja. Pro Branch. Ja. Und da relativ lang, ne? Das waren ein paar Stunden jetzt, hast du gesagt. Genau, da ist es weniger, dass das Testframework der limitierende Faktor ist. Das wäre schnell genug. Ja. Bloß so als Eindruck, wir haben 18 Testgeräte, also wenn man die ganzen Elektroniken und alles mitrechnet, die gleichzeitig laufen. Und wir haben einen Server dahinter mit irgendwie, ich glaube, 8 GB Speicher und 8 Kernen und der managt das ganz locker vor sich hin. Überhaupt kein Problem. Der limitierende Faktor ist unsere eigene die Hardware, die wir testen. Ja. Weil einfach, wenn ich das Gerät hochheize und prüfen will, ob die Heizung läuft, dauert. Ja. Wir warten die meiste Zeit da drauf. Ja, lässt sich nicht. Aber das ist natürlich auch wahrscheinlich auch viel in der Automatisierung in Richtung, dass man einen guten Ablauf findet, ne? Dass man genau solche Sachen an die richtige Stelle auch packt, wo dann quasi die Heizung läuft, ne? Und nicht irgendwie danach wieder was anderes braucht oder sowas, ne? Dass irgendwie warten muss, bis wieder alles abkühlt oder sowas. Ne? Ja, genau, das ist genau das Thema, dass man nicht abkühlen muss. Und was wir natürlich auch machen, ist, wir simulieren zum Teil. Wir schreiben dann Werte rein, wenn wir schon wissen, okay, die Heizung läuft, die vorhergehenden Tests haben das getestet, dann spielen wir einfach Temperaturwerte ein ins System und sagen, du hast jetzt die Temperatur und dann geben wir 1 Grad drüber, 1 Grad runter, wenn es zum Beispiel um irgendwelche Heizabschaltungen geht oder sowas zum Überprüfen. Ja, okay, verstehe. Jetzt ist es ja, also so eine Automatisierung hat ja mehr zum einen zu schauen, okay, das läuft alles noch weiterhin, und aber auch gerade in der Nacht jetzt auch Fehler zu finden. Wie ist denn so die Fehlerquote? Ist das so, dass in der Früh immer wieder da auch wirklich Fehler auftreten, oder ist es für euch eher so ein es läuft noch alles gut weiter, Regressionstest, der da läuft? Nee, wir haben schon regelmäßig immer wieder mal Fehler, die wir finden. Vor allem auf zum Beispiel, das kommt immer auf den Branch an. Jetzt die Stabilisierungsbranche sind natürlich da ruhiger. Der Hauptzulieferbranch, wo dann auch Refactorings laufen etc., ist dann eher der mal ein bisschen kritischer ist, mit dem dass mal wieder was aufschlägt. Es gibt natürlich die klassischen Themen, die man in jeder Firma kennt, sage ich mal. Es wird was geändert und wir kriegen es vorher nicht mit. Soll vorkommen. Kommt auch einmal vor. Ich würde mal sagen, alles in allem ist es gut, aber wir finden schon Fehler und wir gehen natürlich risikobasiert vor. Das heißt, für uns sind die Sachen kritisch, wo ich sage, die dem Kunden dann auch wehtun oder die einen Haufen Serviceeinsätze verursachen würden etc. Und wenn es jetzt die 10. Unterebene in irgendeinem Servicemenü ist, dann ist es normalerweise nicht mehr so kritisch für uns. Das ist so unsere Methode, wie wir da rangehen. Aber es ist auch eine enge Zusammenarbeit mit den Entwicklern. Das heißt, wenn wir was finden, gehen wir zu den Entwicklern, reden mit denen und dann schauen wir, wie das gelöst wird, wo das Problem auch liegt. Wir haben auch Infrastrukturprobleme zum Teil. Netzwerk fällt mal aus, sowas kommt auch vor. Das müssen wir halt vorher dann prüfen. Genau. Verstehe. Du hast jetzt ja auch schon gesagt, es gibt immer wieder dann auch so Problemchen. Was sind denn gerade so die größten Herausforderungen bei euren Tests oder sowas, wo ihr sagt, Größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung ist das Skalieren mit der Entwicklung. Wir wachsen zurzeit massiv, was die Entwicklung betrifft. Und wir wollen nicht in der Situation landen, dass wir in der Testautomatisierung so viele Leute haben wie in der Entwicklung. Müssen aber auch schauen, dass wir Schritt halten können. Das heißt, wir haben strategische Projekte mitlaufen, um Testfälle anders anzuordnen, automatisiert, je nachdem, was sich im Code geändert hat, zum Beispiel. Wir versuchen auch, was jetzt eine große Herausforderung ist, wir ändern uns gerade von unserem Hauptziel. Also bisher war es so, wir haben Testdesign, komplette Testframework zur Verfügung gestellt. Und wir gehen jetzt eigentlich so ein bisschen versuchen in die Richtung zu drängen, dass wir in die Infrastrukturrichtung gehen. Das heißt, wir stellen die Hardware, wir stellen die Software für die Tests zur Verfügung. Okay. Aber das Testdesign kann von den Fachbereichen gemacht werden. Ah ja, okay. Das ist jetzt im Moment so ein Ansatz, weil wir sagen, die ändern ja auch die Requirements, dann können sie gleich die Tests mitpflegen und auch ihre manuellen Tests reduzieren. Ja, ja. Das ist gerade so ein Schritt, den wir gerade in Bewegung haben. Ja. Und das, denke ich, ist im Moment die Hauptherausforderung an der Front. An der anderen Stelle, wir haben 2 Testautomatisierungslabors. Eins ist in Landsberg, wo ich auch mein Büro habe. Und eins ist in Wittenheim in Frankreich, wo unsere Tochtergesellschaft ist, die zweite Produktreihe betreuen. Also die Kipppfannensysteme. Und dort haben wir auch 2 Kollegen sitzen. Die gehören fachlich zu meinem Team dazu. Und das untereinander am Fliegen zu halten, ist auch immer ein bisschen eine Herausforderung, auch mit dem Kontakt. Wir fahren regelmäßig zu denen runter, die kommen regelmäßig rauf zu uns, alle paar Monate, weil ich ansonsten in so eine, sag ich mal, Gruppenbildung von den Leuten vor Ort an der einen Niederlassung laufen kann. Ja, genau. Ja, verstehe. Ja, sehr spannend. Du hast vorher gesagt, auch das Thema Sicherheit ist ein wichtiges. Ist natürlich, da geht es ja auch bei Hitze und bei solchen Sachen. Und wenn du sagst, da ist nicht so viel Strom auch drauf, das ist ja natürlich auch alles, das muss ja dann auch quasi gut abgesichert sein. Habt ihr da noch einen speziellen Fokus auch in euren Tests oder in der Automatisierung drauf, diese Sachen auch wirklich abgesichert zu haben? Also die Safety an sich, dass man jetzt sagt, niemand wird verletzt, ist erst einmal durch die Eigensicherheit der einzelnen Komponenten gegeben. Das heißt, es wird während der Entwicklung von den Geräten, auch durch Zulassungen etc. geprüft. Was wir aber schon machen, ist die Sicherheit, zum Beispiel wenn jetzt um Heizsperren geht, dass die Heizung rechtzeitig abschaltet, wenn jetzt irgendeine Komponente durchschalten sollte und nicht alles abfackelt. Diese Abschaltung ist aber so spät, die soll ja nur einen Personenschaden verhindern oder einen Gebäudeschaden, dass unter Umständen das Gerät schon zerstört ist. Und wir gehen dann schon in die Richtung, dass wir versuchen, Tests auch zu machen, wo diese Abschaltungen im Vorfeld getestet werden, weil die Software vorher schon versucht abzuschalten, dass schon der Geräteschaden nicht entsteht. Und das stellt dann auch ein bisschen Herausforderungen dar, nämlich wenn ich jetzt zum Beispiel einen leeren Dampfgenerator habe und ich heiz rein, dann ist er halt innerhalb kurzer Zeit kaputt. Und wenn ich jetzt die Heizsperre teste, darf natürlich der DG nicht leer sein. Ich muss ihm aber sagen, dass er leer ist und lauter so Sachen. An das muss man halt alles denken. Genau, und so spielt es dann schon mit rein. Ja, verstehe. Ja. Sehr spannend. Sag, wenn wir uns in 5 Jahren hier wiedersehen, 2029, German Testing Day, wir treffen uns hier, ich sage, Andreas, wir hatten doch vor 5 Jahren den Podcast. Wir wollen jetzt noch einen machen. Was wirst du mir erzählen? Was war das Highlight, was in diesen 5 Jahren bei euch in der Automatisierung passiert ist? Das Highlight wäre wahrscheinlich, dass unsere Test-Impact-Analyse läuft und dass wir die Skalierung von der Firma gut mitgemacht haben. Ja, okay. Das wären wahrscheinlich meine 2 Highlights sein. Impact-Analyse automatisiert auch? Oder? Ja. Ah ja, das ist ein Thema, an dem ihr jetzt auch arbeitet? Oder? Das ist das, was wir daran arbeiten, damit wir die Testfälle umsortieren können. Ah ja, genau. Ja, super. Ja, wir werden das in 5 Jahren checken, ob das dann so ist. Okay. Treffen uns dann wieder hier und dann schauen wir mal, was dann draus geworden ist. Ja. Super, vielen lieben Dank, Andreas, für die Einblicke. Gerne. Fand ich mal sehr spannend, auch mal wieder in so einem Herstellerkontext zu sehen, was da eigentlich Software auch für einen Stellenwert hat und da auch die Tests dementsprechend natürlich auch. Ne? Das macht man sich ja häufig gar nicht so bewusst, wenn man gerade in so einer Kette ist oder irgendwo ist, ne, was da eigentlich auch im Hintergrund an Software wirkt, die natürlich auch funktionieren muss, damit der Schnitzel schön warm ist. Definitiv. Genau. Ich danke dir schön, wünsche dir noch viel Spaß heute hier auf der Konferenz. Ja. Und ja, bis spätestens in 5 Jahren. Ne? Ja. Vielen Dank, Richie. Gerne. Ciao. Ciao.